Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute so wie ihr es euch gewünscht habt, mit einem weiteren zeitgeschichtlichen Thema. Und zwar über die KPD in der Zeit zwischen 1930 und 1933. Weil die KPD war auch eine sehr aggressive Partei. Und ich möchte heute mich damit auseinandersetzen über die Gewalt der KPD. Ich werde aber zum Vergleich zwischen braunem und rotem Terror ein extra Video machen. Steigen wir ein. Ein Schreiben der Nachrichtensammelstelle des Reichsministeriums des Inneren betraf die Straßenkampftaktik der KPD. Im Falle von revolutionären Handlungen, also einem Putsch, einem Aufstand oder eines kriegerischen Aktes, sollten laut KPD die Frauen und Kinder von Polizeibeamten als Geiseln vor Barrikaden gestellt werden. So wollte man das Schießen der Polizisten verhindern. Also die Kommunisten wollten sogar Frauen und Kinder von Polizisten als Geisel nehmen. Aber es geht noch weiter. Die KPD wollte auch Kinder als Schutzschilde einsetzen. Die kommunistische Jugendorganisation Rote Jungfront stand den Terroristen der KPD und des RFB in nichts nach. In einem Flugblatt hieß es, ich zitiere, in Sowjetdeutschland werden diese Mistfiguren von Hitler, Schleicher, Hindenburg, Severing und so weiter, die sich einbilden, uns vernichten zu können, den Arbeitern als Schießfiguren auf dem Jahrmarkt zur Belustigung dienen. Zitat Ende. Nach den Ansichten der Roten Jungfront sollten bereits Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren in kleinen Kindergruppen erfasst und für die Rote Jungschar vorbereitet werden. Bereits in diesem Alter, also 4 bis 6 Jahre, begann die Organisierung von Schießzirkeln. Das weiß man heute nicht. Aber es wurde noch viel perfider. Die KPD setzte Kinder bei geplanten Plünderungen als Schutzschilde ein. Ich nenne ein Beispiel, das ich von vielen gefunden habe. Der Überfall auf eine Konsumanstalt in Hamburg, bei dem der Arbeiter barlich erschossen wurde, wurde mit Unterstützung von Kindern durchgeführt. Verschwiegen also, die Kommunisten wollten bereits Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren in Schießzirkeln trainieren lassen und benutzten sie als lebende Schutzschilde. Der bereits erwähnte Kampfbund gegen den Faschismus, kurz KGdF, eine weitere Kampforganisation der KPD und Nachfolger des RFB, war de facto eine organisatorische Zusammenfassung der roten Betriebswehren und Arbeiterwehren. Die Polizeibehörden befürworteten schnell ein Verbot des KGdF, weil sie in ihren Augen eine hochverräterische Organisation darstellte. Der erste sogenannte Kampfkongress des KGdF fand am 12. Dezember 1930 in Düsseldorf statt. Dort wurden die Anhänger auf den bevorstehenden Entscheidungskampf zwischen Bolschewismus und Faschismus eingeschworen. Im kommunistischen Sprachgebrauch bedeutete Kampf gegen den Faschismus auch Kampf gegen den bestehenden Staat. Und so hatte die KPD auch ihre eigenen Schutzstaffeln, was weiterhin in der Mainstream-Geschichtsschreibung überhaupt nicht erwähnt ist. Und zwar eine der Unterorganisationen des KGdF, der KPD, die sogenannten Erwerbslosenstaffeln. Was so harmlos klingt, waren knallharte Schutzstaffeln, deren Mitglieder vor Aufnahme einen Schwur auf die Sowjetfahne zu leisten hatten. Mitglieder dieser Schutzstaffeln, die nach bekannten Revolutionären wie Lenin, Stalin oder Thälmann benannt wurden, gruppierten sich um die Stempelstellen der Betriebe, um den politischen Gegner beim Auftauchen gewaltsam zu vertreiben.
Die erwerbslosen Stoßbrigaden bildeten dort Diskutiergruppen, die den Arbeitern die Notwendigkeit des Eintritts in die revolutionäre Gewerkschaftsopposition, einer KPD-nahen Gewerkschaft, darlegten. Sie hinderten zudem Händler entgegengesetzter politischer Richtung am Verkauf ihrer Zeitungen. An den Stempelstellen wurden radikal-kommunistische Parolen im Umlauf gebracht. Einmal hieß es sogar, die Arbeiter sollen dem spanischen Beispiel folgen und dazu übergehen, die Rathäuser zu besetzen und sie danach in Brand zu stecken. Die Sicherheitsbehörden konnten aus diesen Umtrieben und Parolen sehr gut erkennen, mit welchen Mitteln die KPD zu arbeiten bereit war. Eine weitere KPD-Kampforganisation war der Proletarische Selbstschutz, der im Juli 1930 gegründet wurde. Als Vorbild dienten die russischen Roten Garden. Der Proletarische Selbstschutz führte Terrorakte gegen politische Gegner und Polizeibeamte durch. Außerdem wurde in Berlin ein Zentralkommando nach dem Vorbild der russischen Geheimpolizei Tscheka gegründet, das aus Mitgliedern der Roten Jungfront bestand. Mitglieder des Rollkommandos traten nur in Zivil auf. Es war verboten, Parteiausweise mit sich zu führen. Sie waren mit Schusswaffen ausgestattet, von Handfeuerwaffen, Gewehren bis hin zu Maschinengewehren. Die KPD bildete 1932 auch noch eine andere Kampftruppe, den Roten Massenselbstschutz, der die Partei im Falle eines Verbotes schützen sollte. Die Kommunisten benannten den Massenselbstschutz als Terrorgruppen, die die Bourgeoisie dann mit Stumpf und Stiel vernichten sollte. Es gab jeweils eigene Abteilungen, die für die Beseitigung des bürgerlichen Regierungsapparates, der Führer von Polizei und Reichswehr sowie der höheren Justizbeamten zuständig waren. Sogar Spähtrupps zur Zerstörung von Brücken und Gebäuden wurden zusammengestellt. Der Rote Massenselbstschutz sollte nach dem Willen der KPD zur größten revolutionären Bewegung ausgebaut werden. Es gab auch Wehrsportgruppen, so etwa die Roten Sportkampfgemeinschaften, die auf Wehrsport und die Wehrhaftmachung des Proletariats abzielten. In bestimmten Vereinen wurden die Mitglieder im Schießen unterwiesen und militärisch ausgebildet. Diese Aktivitäten dienen also nicht zur Körperertüchtigung, sondern zur Vorbereitung eines Bürgerkrieges. Folgerichtig hieß es, ich zitiere, wir treiben den Wehrsport nicht des Sportes wegen, sondern stellen ihn in den Dienst unserer revolutionären Zielsetzung. Vertuscht, verschwiegen, verheimlicht, die KPD hatte mehrere Kampforganisationen, die dazu ausgebildet waren, terroristische Akte gegen den Staat zu begehen, was sie auch taten. Allein das bisher Geschilderte lässt erkennen, dass die KPD eine große Gefahr für die Weimarer Republik darstellte. Dies wird heute politisch korrekt vergessen oder verharmlost, weil man lediglich einseitig auf die Nationalsozialisten eingeht. Ich wiederhole es noch einmal. Die Hitlerregierung hatte viele Gründe für die Annahme, die KPD würde einen Aufstand, Revolution oder gar einen Bürgerkrieg anzetteln. Das Verbot der Kommunisten kam nicht von ungefähr, aber dennoch wird es heute so dargestellt. Alles dazu in meinen Büchern. Ohne SPD wäre Hitler nicht an die Macht gekommen. Und in meiner Buchreihe Adolf Hitler, eine Korrektur. Es sind bisher 6 Bände erschienen. Jeder Band hat zwischen 1500 und 2500 Quellen. Dort könnt ihr alles nachlesen. Ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de abonnieren. Dort jede Woche ein Thema, ein mehr aktuelles Thema. In den Videos mache ich ja, wie ihr euch gewünscht habt, mehr zeitgeschichtliche Themen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.